jetzt kommen wir zu dem, was interessiert vermutlich, zur Live-Präsentation. So, dazu werde ich das hier mal schließen. Und Sie sehen jetzt hier auf meinem Bildschirm, wir sind angemeldet am Time Sensor Legal als Simon Sempel. Das ist also ein Rechtsanwalt hier. Und der hat in seinem persönlichen Arbeitsbereich die bekannten Tools, Mandatsmappen, Dokumente, Fristen und so weiter. Ja, wie kommt jetzt der Kommunikator ins Spiel? Zunächst müssen wir natürlich in den Einstellungen, da gehe ich jetzt hin, in den Parametern und der Kommunikation die verschiedenen Konten einrichten. Also hier gibt es die Möglichkeit, mit Plus eine beliebige Anzahl von Konten dazuzufügen. Das können POP3-Konten sein, IMAP-Konten oder BA-Konten. Weitere Protokolle sind hier auch geplant. Wird das Konto dann hier eingerichtet, dann kann man es nachher mit einem Klick aktivieren. Ich aktiviere jetzt hier mal das E-Mail-Konto vom Simon. So, wir gehen zurück in den persönlichen Arbeitsbereich und da taucht ein neuer Button auf, der heißt Kommunikator. Ich öffne den mal, so, und da ist das gute Teil, dieses Fenster, das ist der Kommunikator. Der Kommunikator besteht, wie Sie es kennen von anderen E-Mail-Programmen, aus so verschiedenen Bereichen. Links ist also der Bereich, wo man die verschiedenen Konten wählen kann, auf die man Zugriff hat. E-Mail-Konten, BA-Konten werden dann hier noch erscheinen. Alles, was ich Ihnen jetzt am Beispiel von E-Mails zeige, das geht dann auch mit BA-Nachrichten. Das ist ja die Idee, eine einheitliche Benutzeroberfläche zu haben mit den gleichen Tools und den gleichen Möglichkeiten für unterschiedliche Nachrichtentypen. Also, das ist der Eingangsbereich. Wir haben Entwürfe, wir haben gesendet, Papierkorb und Archiv. Hier die einzelnen Nachrichten. Was ich nun zunächst machen möchte, ist, ich möchte der Erna, meiner Assistentin, Zugang geben zu meinem Postfach, weil ich möchte, dass sie meine E-Mails bearbeitet. Dazu gehe ich oben auf Werkzeuge, Konten verwalten und habe nun die Möglichkeit hier durch einen einfachen Klick zu sagen, okay, ich lasse die Erna auf mein Konto und das ist schon alles, was ich tun muss. Und jetzt verlassen wir den Simon und wählen uns oder loggen uns ein als Erna und kriegen nun hier die Benutzeroberfläche der Erna. Und wie Sie sehen, auch Erna hat nun einen Button Kommunikator gekriegt. Wenn ich da draufklicke, sieht die Erna das Postfach vom Simon, weil sie das jetzt gekriegt hat. Ja, Erna ist eine sehr fleißige Assistentin. Sie wird also sofort hier die Verantwortung übernehmen. Und das Erste, was sie vielleicht hier tut, ist, selektiert sich mal die ganzen E-Mails. Sie sagt, okay, ich überall hier grundsätzlich die Bearbeitung. Also ich zeichne mich verantwortlich dafür. Ich habe hier einen Rechtsklick, so ein Kontextmenü. Ich sage hier verantwortlich, schalte ich nun um auf Erna. Und nun sind alle E-Mails mal grundsätzlich der Erna zugeordnet. Dann können wir hier oben eine Filtrierung einstellen. Ich kann da mal draufklicken. Ich möchte ja nicht immer alles E-Mail sehen, sondern vielleicht möchte ich nur die ersten Typen sehen. Pausiert im Moment noch nicht. Ich schaue nun die verschiedenen E-Mails durch. Ich lese die als Erna. Ich überlege mir, was ich mache mit so einer E-Mail. Die meisten E-Mails werde ich vermutlich einfach mal zuordnen müssen. Zuordnen heißt archivieren. Die sollen ja in das Dokumentenablagesystem gehen. Diese Ablage, die haben wir wirklich optimiert. Und dazu haben wir hier unten einen Bereich, der heißt Zuordnung. Und ich zeige Ihnen mal, wie einfach und wie schnell, dass Sie da was finden können. Sie haben einfach einen Namen im Kopf. Ich sage jetzt mal, der Name ist Dear. Also einfach durch Tippen für ein paar Buchstaben wird unten direkt die entsprechende Anzahl von Möglichkeiten eingeschränkt, bis ich den richtigen gefunden habe. Enter und fertig. Nächste E-Mail. Hier weiß ich vielleicht die Mandatsnummer, also einfach eine Nummer eingeben, 025, gefunden,
abgelegt. Ich kann auch mehrere nehmen. Sie sehen im Hintergrund, da wird fleißig gearbeitet, also da werden PDFs generiert, die werden ins Dokumentensystem abgelegt. Ich mache diesen Kreis wieder weg. Und das wird automatisch gemacht. Ich kann auch mehrere E-Mails entsprechend anwählen und per Rechtsklick, das ist eine Alternative, hier die Zuordnung einstellen. Da habe ich das bekannte Menü, das Sie vielleicht von anderer Stelle her schon kennen. Hier kann ich dann auch direkt sagen, zum Beispiel, das gehört zu diesem Mandat. Auch jetzt werden wieder für diese beiden E-Mails PDFs erzeugt, abgelegt. Der grüne Balken zeigt einfach, das ist schon alles archiviert und beim roten ist es noch nicht archiviert. Dann haben wir hier eine E-Mail, bei der ist sich die Erna jetzt nicht sicher, was sie tun soll. Sie weiß vielleicht, zu wem sie gehört. Sagen wir mal, gehen wir nochmal nach unten, ob wir da ein schönes Mandat finden. Missbräuchliche Kündigung, das gehört zu dem. Und zwar zu diesem Archivregister. Vielleicht habe ich auch noch ein Schlagwort, das ich hier ablegen möchte. Aber ich weiß noch nicht, ob es da was zu tun gibt. Vielleicht es gibt eine Rückfrage an den Simon. Also was mache ich da zunächst? Ich würde zunächst vielleicht die Zuordnung hier, die Verantwortlichkeit jetzt wieder zurückgeben an den Simon. Dann sehen wir hier, okay, der Simon ist jetzt hier zuständig für die E-Mail und ich kann auch, wenn ich möchte, hier direkt im Bereich Konversation noch so ein kleines Frage- und Antwortspiel starten. Das ist eine Art Chat, den man zur E-Mail hinzu machen kann. Also zum Beispiel frage ich da, was möchtest du hier antworten? So. Wir sehen dann gleich auf der Seite vom Simon wieder, wie sich das dann anfühlt. Hier vielleicht bei den Filtern, was ich auch noch tun könnte, ich könnte natürlich auch nur meine Nachrichten anzeigen, dann geht die Nachricht auch gleich weg, dann habe ich nur meine, also als Erna nur meine Nachrichten hier im Blick. Ja, ich kann natürlich auch es hier weiter bearbeiten und weiterleiten ohne weiteres, wenn ich schon gerade dran bin und das opportun ist. Ich könnte das auch aus Outlook machen natürlich, aber ich kann es auch von hier. Mit Kopie. Wir haben versucht, das auch anzunähern an die bekannten E-Mail-Programme, die Sie vielleicht kennen. Ich kann auch Beilagen dazu fügen und dann sende ich das los. So. Und dann ist das vielleicht, das will ich vielleicht gar nicht ablegen, aber ich markiere das mal als erledigt. Dann kriegt das so ein grünes Quadrat. Vielleicht auch erledigt hier oben, die werde ich auch gleich markieren als erledigt. Was erledigt ist, könnte ich natürlich auch gleich schon archivieren. Wir haben ja hier einen Archivbereich, der ist jetzt im Moment noch leer. Also ist erledigt, archiviere ich. Da gibt es hier oben auch noch so einen Button oder ich kann per Rechtsklick sagen, archivieren. Dann geht das rüber ins Archiv und da ist jetzt die Endablage, bis das dann irgendwann gelöscht wird. Unter gesendet sehe ich die gesendete E-Mail. Also das fühlt sich so ein bisschen an wie ein ganz normaler E-Mail-Client. Ja, schauen, ob ich da jetzt alles so erklärt habe. Status zuordnen, archivieren, filtrieren. Ja, ich denke, damit haben wir einen kleinen Eindruck gewonnen, wie das funktioniert. Ich kann hier natürlich auch verschiedene E-Mails gleichzeitig öffnen und so weiter. Also es ist sehr ein flexibles Tool geworden, denke ich. Ja, verlassen wir nun die Erna und wir gehen nun zurück zum Simon. Der Simon, der meldet sich hier wieder an und der geht hier in seinen Kommunikator rein, auf seinen Eingangsbereich, stellt jetzt natürlich auch einen Filter ein. Der möchte ja nicht alle sehen, sondern der möchte natürlich nur seine Nachrichten sehen und vielleicht nur die, die irgendwie aktuell sind. So sieht er sich das an und jetzt sieht das für ihn schon viel besser aus. Jetzt sieht er nämlich nur noch die Nachrichten, wo er was tun muss. Nämlich da ist eine Frage von der Erna hier unten, sehen wir ja, was
tun ist, dann sage ich doch da bitte bestellen und an mich senden oder sowas. Dann kann ich das wieder der Erna ordnen. Also ich übergebe die E-Mail jetzt bei der Erna. So, und für mich ist das nun erledigt. Ja, das ist so mal ein kleiner Eindruck, wie man hier arbeiten kann. Wir kommen jetzt schon zum Fragebereich. Wir sind ja schon fast in der Mitte des Webinars. Ich würde nun die Kamera wieder einschalten und wir schauen mal, ob da Fragen aufgetaucht sind.